Hey ihr Lieben, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. John und ich sind gerade in Dänemark und wenn ihr das Video jetzt gerade schaut, dann läuft der Caravan-Salon 2025 natürlich schon. Aber bis dahin gibt es für uns noch einiges zu tun. Ihr seht dieses wunderschöne Fahrzeug hier im Hintergrund und dafür müssen wir noch ganz viel Pressematerial shooten. Aber bevor ich noch länger drum herum quatsch, ich zeige euch das Fahrzeug jetzt erstmal. Das mit Abstand beliebteste Modell bei Hymer ist natürlich ganz klar der MLT und das wurde 2023 komplett neu überarbeitet, also hat ein komplett neues Design gekriegt. Letztes Jahr wurde dann der MLT 570 Crossover vorgestellt mit der grünen Sonderedition, aber ganz viele von euch haben sich die noch längere Variante gewünscht, also den 580er. Deswegen, hier ist er, der Crosstrail. Der Crosstrail, der kommt in der wunderschönen Farbe Steingrau. Natürlich perfekt für uns Vanilla Girls. Und was er jetzt auch hat, ist dieser kupferfarbene Akzentstreifen, der sich nach hinten in das Logo verwandelt. Und was ich auch richtig schön finde, wenn die Sonne drauf scheint, dann schimmert dieser kupferfarbene Streifen richtig schön. Und was jetzt auch standardmäßig dabei ist, was es ja beim Venture S eigentlich nur gab, ist die Rathauserweiterung mit dem Raptor Lack. Und natürlich für den extra Offroad-Touch sind die richtig coolen Delta-Felgen. Und abgerundet für den ganzen Offroad-Look wird das Ganze dann noch mit der krassen Lightbar. Der MLT 580 bedeutet natürlich einen weitaus längeren Überhang. Gute 20 cm ist der jetzt länger zum 570er. Und ihr habt natürlich auch nochmal eine noch viel größere Heckgarage. Und den extra Platz, den gewinnt ihr natürlich auch drinnen. Und wo genau, das zeige ich euch jetzt. Auf den ersten Blick scheint der Crosstrail wie gewohnt auszusehen, also wie der normale MLT von innen oder auch der MLT Crossover. Aber wir haben hier richtig coole Details und zwar haben wir hier einmal Ziernaht, die auch in einem Kupferton ist oder auch hier der Abschluss von dem Leder. Und was ich auch besonders cute finde, sind diese Kissenbezüge, also passend zur Sonderedition und greift natürlich auch nochmal den Außenstreifen auf in dem Kupferton. Und auch der Fahrer- und der Beifahrersitz wurden hier angepasst. Einmal mit diesem schönen Muster hier, auch natürlich mit den Ziernähten, natürlich auch das Hymer-Logo in dem Kupferton. Und obwohl wir das InDesign ja jetzt schon seit 2 Jahren kennen, finden John und ich es einfach immer noch nach wie vor richtig gemütlich. Wir finden es so cool, dass hier Materialien und eben kleine Details vom Venture S aufgegriffen wurden und auch durch diese Sonderedition sowohl beim Crossover als auch hier beim Crosstrail sind einfach diese Farbakzente richtig schön und machen das Ganze nochmal gemütlicher. So, bei der Küche habt ihr hier, wie auch bei den anderen MLTs, einen 3-Flammenherd mit 2 kleinen Flammen und einer großen und natürlich auch alles sehr kompakt beieinander. Aber was sehr praktisch ist, ist natürlich hier die Ablagefläche oder eben als Schnibbelfläche oder ihr könnt auch hier dieses Brett über dem Waschbecken nutzen, um was drauf zu schneiden. Natürlich auch sehr schön mit der schwarz-matten Armatur und auch der Fliesenoptik im Hintergrund. Kommen wir jetzt nun zum Stauraum und zwar, ihr habt einmal hier oben, jetzt muss ich nur gucken, dass hier nichts rausfliegt. Hier oben habt ihr richtig viel Platz. Einmal mit einer höheren Stauraumfläche und einmal hier mit 2 Ablageflächen, zum Beispiel für Teller und Gläser. Und hier unten habt ihr auch 2 riesige Schubladen. Hier haben wir jetzt natürlich unser Equipment untergebracht. Normalerweise sind da ja Vorräte drin. Und auch hier einmal eine große Schublade und darüber dann für Besteck und eben kleinere Utensilien. Und hier sieht man es auch wieder, ein kleines Highlight aus dem Venture S, wurde der Pushlock mit der Lederschlaufe natürlich auch wieder übernommen. Wir finden das einfach nach wie vor richtig cool, dass eben da immer wieder kleine Details aufgegriffen werden. Was als Kommentar unter einem Video von uns stand, dass es jemanden aufregt oder er es ärgerlich findet, dass der Kühlschrank nach wie vor ein Absorbersystem ist. Das war so, dass der BMC eine Nullserie bzw. ein Prototyp noch ist, den wir auf Sardinien hatten. Deswegen war es noch falsch verbaut. Bei den normalen Fahrzeugen, die dann später nachher verkauft werden, ist es nicht mehr so. Also der Kühlschrank läuft jetzt auch voll elektrisch. Und natürlich ist der Kühlschrank auch dieses Mal wieder richtig groß, sodass unsere 20 Skills problemlos Platz finden.
Hier im Bad hat sich auf jeden Fall einiges verändert und hier sieht man auch ganz arg den Unterschied zwischen dem 570 und den 580er. Und zwar haben wir hier einmal einen viel breiteren Spiegel, dadurch fällt aber hier jetzt leider der Stauraum weg. Aber hier hinter mir, da habt ihr einen großen Schrank, wo ihr all eure Sachen unterkriegen könnt. Und was auch der ganz große Unterschied ist, einmal hat dieses Bad hier eine Türe, im 570er war es eine Schiebetür. Und es ist jetzt auch kein Schwenkbad mehr, sondern Klo und Waschbecken sind separat und hier gegenüber von mir ist die Dusche. Also beim Bad habt ihr es ja schon gesehen, da gewinnt ihr richtig viel Platz, wo ihr aber auch richtig viel Platz gewinnt. Und was mich sehr freut, hier hat es jetzt einen zusätzlichen Schrank, also auch wieder gute 20 bis 25 cm länger, wo ihr richtig viel aufhängen könnt, vor allem auch richtig tief, wenn ihr zum Beispiel lange Mäntel dabei habt, Kleider oder Skianzüge oder egal welche Art von lange Klamotten. Und dann habt ihr hier unten dann aber auch nochmal ordentlich Stauraum. Da habe ich jetzt zum Beispiel gerade meine Schuhe untergebracht. Und ihr habt auch nochmal Stauraum hier unter dem Kühlschrank und auch hier über dem Kühlschrank. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum super gemütlichen Schlafbereich. Auch wie in den anderen MLTs habt ihr natürlich hier rechts und links von mir jeweils 2 Schränke. Ich habe erst gedacht, dass sie super schmal sind, aber eigentlich ist es ja nur eine optische Täuschung. Man hat hier die Fronten ein bisschen niedriger gemacht, damit man hier noch indirektes Licht dahinter bauen kann. Aber wenn man hier den einmal öffnet, dann merkt man, dass es auf jeden Fall bis ganz nach da oben geht. Also ihr habt richtig viel Platz. Vor allem sind die Schränke auch total tief. Und wo ihr natürlich zusätzlich auch nochmal Ablagefläche habt, ist hier hinten über dem Kopfteil. Da gibt es nochmal jede Menge Platz für ganz viel Zeugs von euch. Und mein absolutes Lieblingsstaufach, wenn man das so sagen kann, ist hier der Schrank einmal unter dem Bett. Da hängen wir immer unsere Jacken auf, weil es da einfach richtig geschickt und praktisch ist und super viel Platz hat. Was ich allerdings aber ein bisschen schade finde, dass hier auf der anderen Seite der Schrank weggelassen wurde. Also hier normalerweise waren ja auch nochmal so Regalfächer. Aber ich glaube, dass das Fahrzeug so oder so genug Stauraum hat, auch für längere Reisen. Und ein sehr wichtiges Element, was sich hier durch das ganze Fahrzeug zieht, ist natürlich das indirekte Licht bzw. die indirekte Beleuchtung, die John und ich so sehr lieben. Ich finde, das macht das ganze Fahrzeug einfach nochmal gemütlicher, damit man sich hier so richtig wohnlich fühlt. Und übrigens könnt ihr auch die ganzen Lichtszenarien in eurem Handy einstellen oder auch über das Display über der Türe. Auch ein wichtiges Feature, was wir erwähnen wollen, ist das Hymer Connect. Das könnt ihr über das Display steuern oder über euer Smartphone. Und da ist es wichtig zu sagen, dass das Fahrzeug nochmal wie so ein Smart Home bedienen lässt. Ihr habt dann die Möglichkeit, Füllwasserstände anzuzeigen. Ihr könnt die Akkus, wie sehr die geladen sind, wie viel Strom über die Solaranlage obendrauf reinkommt, ob es mit Landstrom verbunden ist, könnt ihr alles überprüfen. Auch in der Handy-App finde ich sehr praktisch. Das gibt mir zum Beispiel auch ein Sicherheitsgefühl im Ausland, wenn ich sagen kann, okay, hey, ich weiß, wo das Fahrzeug steht, ich kann das auch tracken, das Fahrzeug. Und ich finde es auch sehr praktisch, dass ihr auch euch Szenarien einstellen könnt, also zum Beispiel eine Coming-Home-Funktion, wo dann schon Lichter angehen oder eine Good-Night-Funktion. Ich bin auch sehr gespannt, da kommt auf jeden Fall sehr coole Sachen noch in nächster Zeit, weil das ganze Thema sehr vorangetrieben wird und finde ich auch zu anderen Herstellern ein sehr wichtiger Punkt. Da muss man auch echt sehr viel investieren, um sowas auf die Beine zu stellen. Ich weiß nicht natürlich, wie ihr das Ganze nutzt, seht, benötigt, aber so vom Feedback her, was wir auch mit Kunden quasi ja passiv mitbekommen, wir sind ja keine Hymer-Mitarbeiter, muss man auch an der Stelle sagen, aber wir bekommen ja trotzdem auch Kundenfeedback mit, wird das auch von sehr vielen Kunden genutzt und es trägt halt auch einfach dazu bei, dass so ein Fahrzeug nochmal angenehmer bedienen lässt. Wir finden einfach, dass es dem Fahrzeug nochmal einen zusätzlichen Aspekt gibt, das Fahrzeug besonders werden lässt und euch auch in vielerlei Hinsicht Komfort, Funktionen und das Ganze alles gibt. Deswegen auch ein ganz tolles Feature. Allein auch, dass man die Lichter so einstellen kann. Das macht es wirklich sehr angenehm und bequem. Worauf wir bisher auch noch nie in unseren Videos eingegangen sind, ist das Thema Fahreigenschaften, Geräuschkulisse und auch den Verbrauch. Ich denke, das ist vielleicht auch ein spannendes Kapitel und falls es euch interessiert, könnt ihr sowas auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir, dass wir es in Zukunft solche Dinge auch ein bisschen mehr aufgreifen. Vom Verbrauch her, da sind wir so bei dem Fahrzeug jetzt, wir sind viel halt in Dänemark gefahren. Wir sind natürlich aber auch die Strecke von hier Bad Waldsee bis nach Flensburg, nenne ich es mal, auf der Autobahn unterwegs gewesen. Da hat sich ein Durchschnittsverbrauch von 12,9 über 3.500 Kilometer abgezeichnet. Der CW-Wert ist natürlich nicht der effizienteste und die Reifen tragen natürlich auch ein bisschen dazu bei, dass es ein bisschen höher ist als vielleicht bei einem anderen Fahrzeug. Aber wir können auf jeden Fall sagen, wir sind so mittlerweile mit dem 4x4
Sprinter, auch gerade wenn man das jetzt noch ein bisschen so sieht, dass der MLT Crossover, MLT Cross Trail und der Venture S grundsätzlich ja sehr ähnlich sind von der Struktur her, dass man da ja schon irgendwie so 60.000 bis 70.000 Kilometer Erfahrung auf unserer Seite hat. Und ja, so mit diesen 12 bis 13 Liter, wenn man auf der Autobahn 110, 120 fährt, kommt man da wahrscheinlich schon hin. Und wenn ihr natürlich viel Wind habt, geht es natürlich auch ein bisschen hoch. Dann Geräuschkulisse im Fahrzeug, das lässt sich auf jeden Fall super aushalten. Durch diese All-Terrain-Reifen habt ihr natürlich ein bisschen erhöhte Geräuschkulisse, weil es sich auch ein bisschen abzeichnet, dieses Geräusch im Fahrzeug. Ich habe jetzt auf meiner Apple Watch meistens so einen Schnitt von so 74 Dezibel, der da angezeigt wird. Aber auf jeden Fall alles im grünen Bereich. Man hört noch die Musik, ich sage jetzt mal, also wirklich angenehm. Zur Fahreigenschaft und Fahrgefühl, also der Motor zieht auf jeden Fall top, also da kann man wirklich nichts sagen. Das passt auch völlig von der Leistung her, weil da ja auch, ich weiß nicht, Leute, die jetzt von euch vielleicht länger dabei sind, die sind noch so auf diesem 6-Zylinder-Sprinter-Thema. Und jetzt hier hat es ja dann nur noch einen 4-Zylinder quasi verbaut. Aber auch der verpackt das Ganze also wirklich gut, finde ich. Von der Leistung, vor allem für die Größe und das Gewicht des Fahrzeugs, ist er auf jeden Fall nicht untermotorisiert. Und was ich auch echt top finde, gerade durch diese großartige Servolenkung hat man eine Top-Unterstützung, was das Fahrgefühl angeht. Also manchmal muss man sich echt zu Gemüte führen, dass man so ein langes Fahrzeug hat und ja, dann einfach halt auch wahrnimmt, dass man auch für ein bisschen mehr Länge hat, gerade beim Einscheren wieder nach dem Überholen. Aber es ist wirklich super angenehm. Es fährt sich eher so PKW-mäßig. Also gerade, ich nenne es jetzt mal hier teilintegriert mit dem Sprinter-Chassis, hat man eher das Gefühl, dass man in einem PKW sitzt und nicht wirklich in einem sehr, sehr großen Fahrzeug. Und das finde ich tatsächlich sehr angenehm, weil man einfach dann teilweise auch in, ich sag mal, Baustellen oder solchen Situationen jetzt nicht direkt so im Kopf Panik bekommt, wenn es mal irgendwie enger wird, weil sich einfach alles immer noch sehr human anfühlt. Ich hoffe, so eine kleine Einschätzung hilft euch mal als Fahreindruck und gibt euch auch mal einen Einblick in so ein bisschen eher technischere Sachen. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Video, mit einer kurzen und knackigen Vorstellung vom MLT 580 Cross Trail. John und mir gefällt das Fahrzeug am allerbesten von allen MLTs und ja, auch natürlich, weil er in Steingrau kommt und ja, das ist auf jeden Fall ein Kaufargument. Aber jetzt seid ihr gefragt. Lasst uns doch mal gerne in den Kommentaren wissen, wie euch das Fahrzeug gefällt. Für uns heißt es aber noch Vollgas geben, shooten, den Sonnenuntergang auch gleich noch ausnutzen, herrlich schöne Shots machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne auch ein Like da und ein Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.